4 Wege der Erkenntnis. Ratio. Der erste Weg der Erkenntnis ist Ratio. Das rationale oder verstandesmäßige Denken folgt den Gesetzen der Natur. Diesem Weg geht eine fragende Liebe voraus, die Gesetze des Lebens zu erforschen und die Ordnungen des Daseins zu ergründen. Das Vokabular dieses Weges ist das der Formel. Eine körperliche Metapher für das rationale Denken ist der Kopf. Er durchdringt gedanklich Zusammenhänge. Gäbe es ein Ergo Sum, ein Ich-Bin-Wort dieses Weges, so wäre es wohl: Ich denke, also bin ich. Empirie. Der zweite Weg der Erkenntnis ist Empirie. Die empirische Erkenntnis beruht auf Experimenten. Sie bedarf einer enttäuschungsresistenten Laborliebe, denn sie beruht auf dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Der empirische Weg misstraut einer Ratio, wenn diese ihre Modelle bereits für Wirklichkeit hält. Die Metapher für die empirische Forschung sind die Hände. Sie begreifen die Dinge. Das Ergo Sum dieses Weges heißt: Ich erforsche, also bin ich. Intuition. Der dritte Weg der Erkenntnis ist Intuition. Das intuitive Erkennen schöpft aus der Erfahrung. Die Liebe dieses Weges ist von einer Art der Selbstvergessenheit bestimmt. Man tut das Richtige und weiß nicht warum. Die Intuition widersetzt sich der Dominanz der Beweisbarkeit. Sie hat einen Zugang zu einem reichen, über Jahre entstandenen, unbewussten Erfahrungsschatz und entwickelt ein starkes Empfinden dafür, wenn Dinge stimmig sind. Das intuitive Erkennen ist der Mut, in offene Situationen hineinzugehen und nicht zu wissen, was geschieht. In ihm ist ein ganz unmittelbares, unangestrengtes Erkennen von höchster Intensität. Die Kreativität, die dem intuitiven Erkennen verheißen ist, verlangt einen bewusst herbeigeführten oder erlaubten ästhetischen Kontrollverlust. Verlass dich nicht auf das, was du schon weißt. Das intuitive Erkennen und Tun erfordern also vor allem eines: ein heiliges Nichtwissen. Die Metapher für das intuitive Erkennen ist der Bauch. Das Ergo Sum dieses Weges heißt: Ich erspüre, also bin ich. Inspiration. Der vierte Weg der Erkenntnis ist Inspiration. Wie das intuitive Erkennen der Erfahrung folgt, so folgt das inspirierte Erkennen der Gnade. Es ist der Weg der Empfänglichkeit. Ihm geht eine glühende prophetische Liebe voraus. Sie liegt den Geschehnissen fragend und hörend in den Ohren, denn ihr inneres Leben ist die Sehnsucht, zu erhören, was geschehen soll. Es sind unmittelbare Einsichten, rettende Momente, beglückende Führungen, Fügungen und Offenbarungen inmitten des alltäglichen Geschehens. Inspiration ist durchtränkt von dem Gebet, dass unter all den Möglichkeiten, die beständig um uns werben, der Wille Gottes geschieht. Wie die Intuition aus dem ganzen Reichtum und der Schönheit des Selbstvertrauens schöpft, so schöpft die Inspiration aus einer inneren Armut. Sie weiß: Ich habe nichts, es sei denn, ich empfange. Die Metapher für das inspirierte Erkennen ist das Herz. Das Ergo Sum dieses Weges heißt: Ich empfange, also bin ich. Die Liebe, die dem inspirierten Weg vorausgeht, könnte man eine prophetische Liebe nennen. In ihr ist buchstäblich ein innerer Liebeskummer nach Gott. Sie streckt sich mit jeder Faser ihres Daseins danach aus, die Gegenwart des Heiligen zu erfahren und seinen Willen zu verwirklichen. Wenn uns die Sehnsucht nach Gott fehlt, werden wir den Gottesweg nicht gehen. Das inspirierte Leben ist keine Methode, die man erlernen kann, sondern Ausdruck einer Liebe, in der man sich üben und in der man reifen kann. Kein Mensch kann Gott je finden, aber wenn wir in jener Liebe vorgefunden werden, hat diese das innere Recht, das Leben aus den Gaben Gottes zu entfalten. Keiner der 4 Wege ist heiliger als der andere, denn ein jeder heiligt sich durch die ihm typische, unverwechselbare Form der Liebe. Kopf, Hände, Leib und Herz bilden eine Einheit. Deshalb geht es den 4 Wegen der Erkenntnis um die Einheit mit uns selbst. Eben diese Einheit macht unseren Geist, die gesamtmenschliche Vernunft, zu der wir berufen sind, aus. Durch sie verwirklichen wir, wer wir sind und was wir sollen.